Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das ehemalige Residenzschloss der Herzöge von Sachsen-Altenburg. Es liegt direkt in der Stadt Altenburg, hier in Thüringen, und beherbergt die herzoglichen Gemächer des 17. und 18. wie des 19. und 20. Jahrhunderts. Und jetzt zeige ich euch einmal die prachtvollen Gemächer und prunkvollen Festsäle. Das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg existierte seit 1672 und zählte zeitweilig zu den bedeutendsten und fortschrittlichsten Kleinstaaten. Herzog Ernst I., der Fromme, erwies sich in seiner Regentschaft durch die Schaffung einer Zentralverwaltung, neu erlassenen Behördenverordnung sowie weitreichenden Reformen in nahezu allen Bereichen als ein äußerst weitsichtiger und aufgeschlossener Territorialfürst. Der Stadt und dem Schloss Altenburg kam für diese Zeit die Bedeutung einer Zweitresidenz zu, die bei den jeweiligen Regenten einen unterschiedlichen Stellenwert besaß. Dies fand seinen Ausdruck in der Häufigkeit und Dauer der Besuche der herzoglichen Familien in Altenburg. Aber auch die Baumaßnahmen, die der Anpassung der Räumlichkeiten an den höfischen Geschmack dienten, waren Gradmesser für das Interesse des jeweiligen Fürsten. Das kurfürstliche Audienzgemach erhielt seine innenarchitektonische Ausprägung in der ersten barocken Bauphase von 1706 bis 1712. Die Gemächer waren ihrer Bedeutung entsprechend die prunkvollsten Räume des Residenzgebäudes. Hier wurden Gesandte anderer Fürstenhöfe empfangen. Um im Audienzgemach vorgelassen zu werden, mussten immer erst ein oder mehrere Vorgemächer passiert werden. Der Barock war ein ausgesprochener Dekorationsstil. Große Fensterflächen ließen lichtdurchflutete Räume entstehen, in denen das sich im Tagesverlauf ändernde, einfallende Licht ein Teil der Raumgestaltung wurde. Lange Flure und Zimmerfluchten unterstrichen den Eindruck der Großzügigkeit und Weitläufigkeit. Die Ausstattung der fürstlichen Gemächer mit Möbeln war in barocker Zeit äußerst sparsam und vielfach auf Kleinmöbel orientiert. Als Altenburg 1672 an Gotha fiel, war Ernst der Fromme 71 Jahre alt. Obwohl in Altenburg geboren, weilte er im Alter nicht in den Altenburger Schlossräumen. Aus dieser Zeit sind auch keine baulichen Veränderungen bekannt. Sein Sohn Friedrich I. nahm zwar die Landeshuldigung in Altenburg entgegen, hegte aber für die Stadt und das Schloss nur ein begrenztes Interesse. Seine Aufenthalte beschränkten sich im Wesentlichen auf die Landtage. Als er 1691 starb, diente das Altenburger Schloss seiner hinterbliebenen Frau, Herzogin Christine, bis zu deren Tod 1706 als Witwensitz. Herzog Friedrich II. Bekundete größeres Interesse als seine Vorgänger am Altenburger Schloss. Ausdruck dessen ist der beginnende Um- und Neubau des barocken Cour de Logis. Das Deckengemälde schuf Castelli. Der Bildinhalt des Freskos lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Die nach der griechischen Mythologie dargestellten Figuren sollten mit großer Wahrscheinlichkeit den Bauherren Herzog Friedrich II. Und seine Regentschaft darstellen. Eine zu dieser Zeit sehr weit verbreitete und beliebte Darstellungsweise. Diese außergewöhnliche Uhr wurde dem Herzog Friedrich II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg im November 1712 während eines Landtages verehrt.
Die Inschrifttafel am konsoltischartigen Unterbau der Uhr bezieht sich auf dieses Ereignis. Die technische Raffinesse und künstlerische Gestaltung der Uhr sind einzigartig. In Silber getrieben ist der plastische Schmuck in Form von Löwen und allegorischen Figuren, die die Klugheit und die Liebe symbolisieren. Sie umgeben zu beiden Seiten einen Obelisken, dessen oberer Abschluss eine Büste des Herzogs krönt. Die architektonische Gestaltung des Vorgemachs entstand in der ersten barocken Bauphase. Die Stuckaturen stammen von den Brüdern Castelli. Entsprechend der Nutzung des Raumes ist die Stuckatur hier wesentlich schlichter und weniger plastisch ausgeformt. Einem groben Bilderrahmen gleich umfasst sie das Deckengemälde. Für den im Vorgemach wartenden Bittsteller war es durchaus im 18. Jahrhundert die richtige Atmosphäre, um sich auf die Audienz beim Landesfürsten einzustimmen. Die Möblierung der Vorgemächer war stets sehr sparsam. Üblicherweise befanden sich hauptsächlich Stühle oder Bänke in diesem Gemach. Die Entstehungszeit des Kaminzimmers fällt in die erste barocke Bauphase. Nach dem Inventar von 1712 verfügte das Zimmer über eine reichhaltige Ausstattung. Als Besonderheit wird ein Kamin erwähnt. Geht man davon aus, dass sich in allen anderen herzoglichen Wohnräumen eiserne Plattenöfen mit töpfernen Aufsätzen befanden, so kommt dieser Wärmequelle und wohl auch dem Raum eine gesonderte Bedeutung zu. Möglicherweise diente dieses Zimmer als ganz privater Rückzugsort. Im Kaminzimmer wurden in den zurückliegenden Monaten umfangreiche Restaurierungen durchgeführt, nachdem der Raum bereits seit über 10 Jahren für den Besucherverkehr geschlossen war. Reste der barocken Dekorationsmalerei konnten daraufhin gesichert werden. Der originale Fußboden erhielt eine schützende Wachsschicht. In Abstimmung mit Restauratoren und der Denkmalpflege entschied man sich für eine Wandbespannung aus Seidendamast. Die Restaurierungen wurden durch eine Spende der Partnerstadt Olten in der Schweiz ermöglicht. Dieser Raum, das Schlafgemach, zählt zu den Privatgemächern des fürstlichen Wohnsitzes und dürfte bereits einem älteren Gebäude zugehörig gewesen sein. Dafür sprechen unterschiedliche Farbfassungen sowie Baubefunde, die im Zuge von Restaurierungen entdeckt wurden, jedoch heute unter dem Putz verborgen sind. Im Gegensatz zu Vorgemächern oder Audienzzimmern fanden niemals Deckenmalereien Erwähnung und die Stuckaturen sind sehr verhalten. Die heutige Raumstruktur entspricht in ihrer Größe sowie der Anzahl der Fenster und Türen dem Original. Jedoch sind durch Untersuchungen zahlreiche Überformungen und Veränderungen nachgewiesen. Über Jahrzehnte war die illusionistisch aufgemalte Wanddekoration unter einer Putzschicht verborgen. Sie wurde freigelegt und analog der angrenzenden Räumlichkeiten gefestigt, retuschiert oder ergänzt. Der Bauphase ab dem Jahr 1725 zugehörig, wird dieser Raum, das Vorgemach,
7 Jahre später innenarchitektonisch als noch nicht fertig beschrieben. 1740 wird vermerkt, dass sich an den 3 Fenstern aus Tafelglas weiße Vorhänge von je 2 Blatt mit Schnüren und Quasten befanden. Zur Zimmerausstattung gehörten ein eiserner Ofen mit buntem Aufsatz, 2 Tische, 2 ovale Spiegel mit vergoldetem Rahmen, 6 Rohrstühle sowie ein Unterschiebbett. Das Deckengemälde schuf der Gothaer Hofmaler Johann Heinrich Ritter. Es stellt in einer figurenreichen Szene die Himmelfahrt des Herkules dar. Herkules symbolisiert den auftraggebenden Fürsten von Sachsen-Gotha-Altenburg als weisen und starken Regenten. In der ehemaligen Residenzstadt Altenburg hat man am fürstlichen Hof das Porzellan verehrt. Man zeigte damit Macht und Sinn für Kunst. 1734/35 wurde sogar eine künstliche Grotte angelegt, verziert mit Muscheln und glänzendem Mineral, um die exquisiten Schaustücke aus Porzellan und Glas zu präsentieren. Dass sich Bernhard August von Lindenau zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch für die Porzellane interessierte, versteht sich von selbst. Er hat später seiner Heimatstadt Altenburg Kunst von internationalem Rang übereignet, unter anderem seine chinesisch-japanische Sammlung. Er sammelte seinen Aufzeichnungen zufolge, um die Jugend zu belehren und das Alter zu erfreuen, wie es hieß. Bereits 1845 verfügte Lindenau, dass seine Sammlung ostasiatischer und früher Meißner Porzellane in der herzoglichen Rüst- und Antiquitätenkammer des Altenburger Schlosses Aufstellung finden sollten. Lindenaus Wirken am Hof des Herzogs von Sachsen-Gotha-Altenburg zwischen 1820 und 26 mag ihm Gelegenheit geboten haben, Porzellane aus fürstlichem Besitz zu erwerben. Genaue Hinweise gibt es dafür zwar nicht, jedoch sind offensichtlich die Vasengarnituren und Tellersätze ursprünglich für die Ausstattung europäischer Schlösser konzipiert gewesen. Am 8. Juli 1830 wurde Alexandra als 4. Tochter von Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg und seiner Gattin Amalie im Altenburger Schloss geboren. 1848 heiratete sie in St. Petersburg den russischen Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch, einen Bruder des russischen Zaren. Als Großfürstin lebte sie fortan in Russland. Verschiedene Reisen nach Europa verband sie mit Besuchen der Eltern und der Residenz ihrer Kindheit. Im Zusammenhang mit diesen Aufenthalten brachte sie wertvolle Porzellane aus der Petersburger Porzellanmanufaktur mit nach Altenburg. Von diesen Gastgeschenken haben sich bis heute 4 Prunkvasen im Sammelbestand des Schloss- und Spielkartenmuseums erhalten. Die hier ausgestellten Kratervasen zieren eine umlaufende Blumenmalerei von höchster Virtuosität. (1827) trat Bernhard August von Lindenau in den sächsischen Staatsdienst, war Gesandter des Königreichs Sachsen. Zu seinen Aufgabengebieten gehörte unter anderem die Verwaltung der Dresdner Kunstsammlungen. In dem Zusammenhang dürfte er weiterführende Impulse und Anregungen für seine eigenen Sammlungen erhalten haben.
Dieser Raum in den Schlossinventaren 1732 und 1758 als Schlafgemach bezeichnet, entstand in der zweiten barocken Bauphase des Altenburger Schlosses zwischen 1728 und 32. Die Stuckaturen stammen von Castelli und das Deckengemälde schuf 1729 der Gothaer Hofmaler Johann Heinrich Ritter. Es zeigt in einer abendlichen Atmosphäre die Jagdgöttin Diana in einem von Hirschen gezogenen Wagen. 1864 wurde dieser Raum beim Brand des benachbarten Festsaalflügels sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Jahr später, 1865, wünschte Herzog Joseph ausdrücklich die Restaurierung des schadhaften Deckengemäldes in seinem Salon. Ab 1820 wurde er Minister und Geheimer Rat in Gotha und musste ab 1822 für den krankheitsbedingt unzurechnungsfähigen Herzog Friedrich IV. Die Regierungsgeschäfte übernehmen. Durch seine umsichtige Arbeit blieb das Herzoghaus bis zum Tode Friedrichs 1825 handlungsfähig. Wegen seiner Krankheit hielt sich Friedrich lange zu Kuraufenthalten außerhalb seines Landes auf und regierte kaum selbst. In seinen letzten Lebensjahren hatte er sein Sprachvermögen fast gänzlich verloren. Mit ihm erlosch das Haus Sachsen-Gotha-Altenburg. Das Territorium fiel an die ernestinische Verwandtschaft und ging zum Teil im neu eingerichteten Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha auf. Das zuvor regierte Herzogtum wurde aufgelöst und Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen erhielt aufgrund des Teilungsvertrages von 1826 mit Sachsen-Altenburg neue Gebiete. Das Fürstenhaus von Sachsen-Hildburghausen wurde umbenannt in Jüngeres Haus Sachsen-Altenburg. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen Gemächer und prachtvollen Festsäle gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!